Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen. Schauen wir, was der Tag für Infos bringt. Fürs Kollektiv. Ja, sabotiere dich nicht selber. Mache nichts von Dingen oder mit Dingen, von denen du weißt, dass sie nicht gut für dich sind. Das ist die klassische Selbstsabotage. Aufwachen. Vielleicht ist es so, dass wir hier gerne mal genau wissen, was wir hier tun von all dem, was uns nicht gut tut. Und hier kommt so dieser Rüttelmoment, ne? Nutze deine Zeit, mach was Gutes daraus. Und hier ist die ergänzende Aussage, dass man für irgendwas eine neue Perspektive braucht, denn man hat hier vielleicht dieses Gefühl, das, was man hier tut oder das, was sich eingeschlichen hat, das wird nie weggehen oder das bleibt bei einem, das haftet irgendwie. Und hier soll man an dem arbeiten, dass man nicht daran glaubt, dass man etwas schaffen kann. Unsere Einzigartigkeit wird hier noch abgefragt, ne? Es gibt niemanden, der genau gleich ist wie wir. Wir sind alle Raritäten und wir sind frei. Nun ja, schauen wir ein bisschen weiter. Hier ist eine Herausforderung, hier ist ein Konflikt, den man mit sich selbst hat, ne? Es geht um Selbstsabotage, Selbstannahme. Es geht um vielleicht auch den Glauben nicht zu verlieren bei Dingen, die man noch nicht umgesetzt hat. Oder wo man weiß, man hätte sie schon umsetzen müssen. Das Seelenleben ist dabei. Vielleicht auch das Investieren in irgendwelche Dinge, die wirklich nicht gut für uns sind. Wo gibt man wie viel Geld für irgendwas aus, das man nicht unbedingt braucht? Das fängt zum Beispiel schon bei den Lebensmitteln an. Ne? Ich habe uns selber, also es geht um uns, um unseren Umgang mit unserem Selbstwert vielleicht auch. Oder auch mit unseren Gaben, die wir gar nicht richtig erkennen, weil wir wie eine Maschinerie irgendetwas weitertreten. Hier unterm Deck haben wir die Blumen. Also hier ist alles möglich. Hier gibt es noch Ausgleichsgeschenke. Hier gibt es das Beenden eines Konfliktes, wenn man den Moment nutzt, um zu gucken, wo sind meine Potenziale, wo brauche ich eine neue Perspektive, wo hilft mir meine eigene Imagination, um über diese Grenze zu kommen. Der Fliegenpilz. Das passt hierzu, denn hier geht es darum, dass man sich über die Träume zu seinem Glück wagt. Dass man nach innen schaut und die Träume eben nach außen holt, bis wir entdeckt haben, wer wir wirklich sind. Ja? Hier ist etwas überdeckt, überlagert. Wir sind in einem Dämmerzustand in irgendeinem Bereich des Lebens. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, irgendetwas umzusetzen auf einem besseren Weg. Und
diese Einzigartigkeit, das, was uns alle selbst ausmacht, da ist irgendwie der Punkt, an den man nicht richtig drankommt. Unten haben wir das Gänseblümchen, das kommt auch öfters. Das richtet sich immer wieder auf. Das arbeitet so wie diese Karte, nämlich man fällt nicht vom Glauben ab, man steht wieder auf, man richtet die Krone und man lenkt die Energie zum Positiven. Das passt eigentlich wunderbar dazu, denn Astara sagt hier, du verdienst das Beste, greife mit deinen Träumen, das haben wir hier schon, und wünschen nach den Sternen und gehe keine Kompromisse ein. Hier verleugnet man vielleicht auch einen bestimmten Teil von sich selbst, weil man denkt, er ist nicht gut genug oder wir sind nicht gut genug. Oder wir kommen durch irgendetwas nicht durch. Ja, die Herausforderung ist zu groß. Nichtsdestotrotz denke ich, das kennen wir auch alle ein bisschen aus unserem Leben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es ist ja so, dass zum Beispiel viele Leute sportsüchtig sind und die fangen dann an, alles Mögliche in sich hinein zu schaufeln. Dieses Proteinpulver, alles ist darauf ausgelegt, den Körper zu stählern und so. Und das ist einstens so, dass du sagen könntest, das ist besser als andere Süchte, weil das weniger giftig ist, aber es ist am Ende die gleiche Selbstsabotage, ne? Wie immer meine Meinung, ihr könnt es jederzeit anders sehen. Ich möchte hier nur ein bisschen zum Nachdenken anregen. Manchmal macht man gesunde Dinge, die auch nicht gut sind und erkennt es nicht. Oder das Maß der Dinge ist anders. So, was möchte unsere Seele dazu sagen? Finde deinen Platz, das passt eigentlich ganz gut dazu, denn wo bin ich zu Hause, aus was ziehe ich meine Kraft? Bin ich da an dem Ort, wo ich sein möchte? Oder wo ist mein Seelenplatz? Ne? Was ist, wenn ich mich nicht selber sabotiere, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin? Spannend und interessant. Uiuiuiui. Sind mir 3 rausgefallen, ich lege sie alle hin, nein, sogar 4, sucht euch eine raus. Hier haben wir den Dompfaff, die Drossel, den Kolibri und den Kleiber. Ich würde mich für den Kolibri entscheiden. Ich bin der fliegende Juwel, hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Das passt, ne? Wir sind alle einzigartig. Wir brauchen uns nicht selbst sabotieren und wir dürfen dabei eine große Leichtigkeit spüren, die uns trägt. Da machen wir hier mit dem Dompfaff weiter. Ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich an einem Übergang in deinem Leben. Neue Knospen treiben an, entdecke das Neue mit großer Achtsamkeit. Die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Und der Kleiber noch.
Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Das passt auch sehr gut dazu, ne? Lasse deine eigene Größe zu. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.